Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute haben wir einen Gast zu Besuch und zwar ist hier meine liebe Freundin Omega. Sie hat diese traumhaft aromatischen Vanilleschoten mitgebracht und wird uns gleich zeigen, wie man daraus eine lekkere Vanillepaste herstellen kan. Hallo Omega, ik ben echt blij dat je vandaag bij me bent. Kun je je even kort voorstellen? Hallo, mijn naam is Omega. Ik ben geboren en opgegroeid in Madagaskar. Onlangs heb ik de webshop Omega Vanille geopend, waar ik 100% biologische vanille van de beste kwaliteit van Madagaskar aanbied. De vanille komt rechtstreeks vanuit onze eigen plantage. Omdat er geen tussenhandelaar die winst pakt, kunnen wij onze Bourbons vanille voor een voordelige prijs aanbieden. En de helpers en de boer in Madagaskar kunnen daardoor een eerlijke salaris krijgen die 2 keer zo hoog is als normaal. Den Link nach Omegas Webseite findet ihr jetzt oben in der Infocard und auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und jetzt legen wir direkt los mit der Zubereitung der Vanillepaste. Für die selbstgemachte Vanillepaste schneiden wir zunächst 4 Vanilleschoten in Stücke und mahlen sie zusammen mit 120 Gramm Zucker in der Küchenmaschine möglichst fein. Die gemahlenen Vanilleschoten mit dem Zucker sieben wir durch und mahlen größere Stücke nochmal zusammen mit 120 Gramm Zucker fein. Zu dem Vanillezucker geben wir nun 250 ml Wasser und für die Haltbarkeit etwa ein Achtel Teelöffel Zitronensäure. Statt Zitronensäure könnt ihr aber auch 1 bis 2 Teelöffel Zitronensaft nehmen. Jetzt erwärmen wir die Flüssigkeit, wobei wir den Zucker bis zum Aufkochen unter Rühren auflösen. Sobald die Flüssigkeit aufkocht, reduzieren wir die Hitze und lassen die Vanillepaste etwa 10 Minuten köcheln. Den noch heißen Vanilleextrakt füllen wir direkt in verschließbare Gläser. Sie ist jetzt noch etwas flüssig, dickt aber nach dem Abkühlen noch nach. Und hier seht ihr nochmal die Konsistenz der Vanillepaste nach dem Abkühlen. Sie eignet sich sowohl für Kuchen und Kekse als auch für Tortencremes und vieles mehr. Falls die Vanillepaste mit der Zeit kristallisiert, dann könnt ihr sie ähnlich wie Honig im Wasserbad aufwärmen.
Wenn euch die Vanille von Omega interessiert, dann schaut doch einfach mal auf ihrem Webshop vorbei. Den Link dazu setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!